Ägypten. Wenn du diesen Namen hörst, was kommt dir in den Sinn? Jahrtausende-alte Pyramiden, mit Gold bedeckte Pharaonen, endlose Wüsten unter sengender Sonne? Vielleicht ja, aber Ägypten birgt noch etwas mehr. Etwas, das nur wenige je sehen. Etwas, das sich jenseits der Pyramiden verbirgt. Und genau dieses Ägypten wirst du jetzt entdecken. Etwas, das nicht in Büchern steht. Etwas, das auf Fotos nie gezeigt und auf Postkarten nie enthüllt wurde. Ein Ägypten, das unter der Oberfläche pulsiert. Das in kristallklarem Wasser leuchtet und in den stillsten Dünen atmet. Heute wirst du nicht nur eine Dokumentation ansehen. Du begibst dich auf eine immersive Reise durch heilige Länder, geformt nicht nur durch die Zeit, sondern durch die Hand des Schöpfers selbst. Denn hier birgt jeder Stein ein Geheimnis und jeder Wind ein Flüstern der Ewigkeit. Von versteckten Riffen im Roten Meer bis zu den Naturskulpturen der weißen Wüste, von uralten Dörfern am Nil bis zur vergessenen Majestät von Luxor. Du wirst sehen, was fast niemand je sah, und entdecken, was viele nicht einmal erahnen. Mach dich bereit, heilige Tempel zu durchqueren, auf flüsternden Flüssen zu segeln, durch geheime Oasen zu wandern. Und wenn du denkst, du hast alles gesehen, wird ein neues Wunder vor deinen Augen erscheinen. Das ist das Ägypten jenseits der Pyramiden. Ein Land voller Geheimnisse, verborgen unter dem ältesten Himmel der Welt. Du stehst kurz davor, die 10 unglaublichsten Ziele zu entdecken, kaum erschlossen, die die wahre Seele dieses göttlichen Landes offenbaren. Bevor die Reise weitergeht, prüfe, ob du schon unseren Kanal Unser Planet abonniert hast. So verpasst du keine epischen Dokumentationen wie diese mit Bildern in 4K und Geschichten, die es verdienen, erzählt zu werden. Jetzt atme tief ein, denn unser erster Halt wird einer der erstaunlichsten sein. Ein Paradies aus goldenem Sand, kristallklarem Wasser und Inseln, die in der Zeit zu schweben scheinen. Ein Ort, an dem das Meer verborgene Geheimnisse enthüllt und das Schweigen die Farbe Blau trägt. Aber was macht diesen Ort so besonders? Was zieht Reisende aus aller Welt an seine Ufer? Das wirst du gleich entdecken. Hurghada, das Tor zum Roten Meer. Südlich der Wüste und nördlich der blauen Unendlichkeit liegt eine Stadt, die wie ein Wunder am Meeresufer erscheint. Hurghada wurde nicht dem Zufall überlassen. Sie wurde vom Schöpfer geformt mit Farben aus Korallen, goldenem Sand und Wasser, das wie flüssiges Glas glänzt. Jahrzehntelang schlief dieses Refugium unbemerkt. Heute erwacht es als eines der begehrtesten Reiseziele des modernen Ägyptens. Doch es geht nicht nur um Tourismus. Es geht um Verbindung mit der Natur,
mit dem Wesen des Meeres und mit einer Schönheit, die über das Sichtbare hinausgeht. Die Strände ziehen sich wie goldene Schleier dahin, bestickt mit Palmen, Kokospalmen und dem Schweigen der Betrachtung. Hier verlangsamt sich die Zeit. Das Herz verlangsamt sich. Und es ist, als würde die Seele tief durchatmen, zum ersten Mal seit langer Zeit. Doch es ist im Wasser, wo Hurghada sein größtes Geheimnis offenbart. Eine untergetauchte Welt, still, bunt. Ein Marines-Spektakel aus lebendigen Korallen, tanzenden Ozeanwesen und einem Universum, das unter der Oberfläche pulsiert. Die Gifton-Inseln scheinen am Horizont zu schweben. Unbewohnte kleine Paradiese mit puderweißen Stränden und Wasser so klar wie geschmolzenes Kristall. Es ist unmöglich, dort zu stehen, ohne etwas zu spüren, als wäre man an einem Ort, der nicht zu dieser Welt gehört. Die Insel Mahmia ist eine Einladung zur Kontemplation. Boote kommen lautlos an, Besucher laufen barfuß im Sand, auf der Suche nach Frieden, Schönheit und Stille. Das Meer hier schmeckt nach Freiheit und der Himmel riecht nach Ewigkeit. Die Marina von Hurghada ist der Ort, an dem Raffinesse auf den ägyptischen Geist trifft. Moderne Yachten ankern Seite an Seite mit traditionellen Booten. Geschäfte, Cafés und das Nachtleben füllen die Luft mit Gelächter in allen Sprachen. Doch eine einzige Straßenecke genügt und man hört nur noch den Klang des Windes. Nur wenige wissen, dass die Küste von Hurghada einen der größten Riffgürtel des Planeten bewacht. Kilometerlange Meeresvielfalt mit über 200 Korallenarten und seltenen Kreaturen wie dem Rotfeuerfisch und dem majestätischen Hammerhai. Hier zu tauchen ist, als würde man über einen anderen Planeten schweben. Die Geräusche verstummen, das Licht tanzt zwischen den Blasen und die Zeit scheint sich der Schönheit des Unbekannten zu beugen. Und selbst für diejenigen, die nicht tauchen, bietet Hurghada das Schauspiel der untergehenden Sonne über ruhigem Wasser mit goldenen Reflexen, die langsam im Meer verblassen. Ein lebendiges Gemälde, signiert von himmlischen Händen. Aber Hurghada ist nicht nur schön. Es ist ein Erlebnis, es ist eine Melodie, es ist der Duft von Meeresbrise mit dem Geschmack von Aprikose und Minze. Es ist der Ort, den die Seele erkennt, noch bevor der Körper ankommt. Vielleicht kehren deshalb so viele zurück. Oder vielleicht, weil sie nie wirklich gegangen sind. Hurghada hinterlässt unsichtbare Spuren, in denen, die beobachten, in denen, die fühlen, in denen, die sich trauen, mit Augen und Herz zu tauchen. Und das ist erst der Anfang. Denn jetzt entdecken wir eine Stadt am Roten Meer, wo Luxus auf Natur trifft und der Glaube mit dem Nachtleben unter dem Wüstenhimmel tanzt. Sharm el-Sheikh, das Paradies am Ufer des Roten Meers. Stell dir einen Ort vor, an dem die Wüste das Meer berührt und der Sand sich neigt, als würde er das Wasser um Erlaubnis bitten. Diesen Ort gibt es wirklich. Und er hat einen Namen, Sharm el-Sheikh, das Heiligtum,
in dem der Luxus auf Jahrtausende alte Grundlagen ruht. Jahrhundertelang war diese Region Durchgang für Pilger. Heute ist sie Zuflucht für Reisende, doch die Energie, die bleibt dieselbe. Intensiv, still, auf geheimnisvolle Weise lebendig. Das Rote Meer küsst seine Strände mit Ehrfurcht. Die Nama Bucht ist das Herz, das sanft schlägt. Boote tanzen im Wind, Palmen applaudieren dem Sonnenuntergang und der Sand glänzt wie gestäubtes Gold. Und wenn die Sonne sich versteckt, erwacht Charme. Der Soho-Platz füllt sich mit Klängen, in Düften und Lächeln. Beleuchtete Brunnen scheinen ein flüssiges Ballett aufzuführen. Und die Zeit beobachtet einfach nur. Doch jenseits von Lichtern und Raffinesse gibt es ein unberührtes Naturheiligtum, der Ras Mohammed Nationalpark. Ein Reservat, das die Geheimnisse der Wüste bewahrt und das Wunder des Meereslebens. Hier trotzen Felsformationen der Schwerkraft. Salz- und Kalksteinpfade führen zu Aussichtspunkten, wo der Wind Geschichten erzählt. Und in der Tiefe bewahren bunte Riffe Kreaturen, die wie aus Träumen stammen. Schildkröten gleiten mit Majestät. Mantarochen fliegen im diffusen Licht. Rotfeuerfische, Muränen, Barracudas. Die Artenvielfalt ist so reich, dass sie wie eine lebendige Galerie des Schöpfers wirkt und jeder Tauchgang ein Wiedersehen mit dem Unbekannten ist. Aber man muss nicht tauchen, um es zu fühlen. Es reicht, am Ufer zu gehen, dem Klang des Windes zwischen den Felsen zu lauschen, den Salzgeruch im Haar zu spüren und zu verstehen, dass hier etwas Heiliges ist. Die Menschen gehen langsam. Verkäufer bieten freundlich Hibiskustee an, Kinder rennen zwischen Ruinen und Palmen und Moscheen flüstern Gebete, während der Tag sich verabschiedet. Es ist der lebendige Sinai, gegenwärtig. Der Kontrast ist tief. Auf der einen Seite der moderne Glanz, auf der anderen der Staub der Zeit. Sharm el-Sheikh ist ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart nicht konkurrieren, sondern sich still ergänzen. Nachts verwandelt sich der Himmel. Sterne durchbohren die Dunkelheit mit fast göttlicher Klarheit. Einige von ihnen sind vielleicht dieselben, die einst Propheten auf diesen Pfaden führten. Dieser Gedanke verursacht Gänsehaut. Deshalb zieht Sharm nicht nur Touristen an, sondern Suchende. Menschen, die Schönheit suchen, Menschen, die nach Sinn suchen. Und manchmal finden sie beides in einem einzigen Atemzug. In den Resorts vermischen sich die Aromen des Orients mit westlicher Raffinesse. Gerichte gewürzt mit Geschichte, Süßspeisen getränkt in Tradition. Abendessen am Meer mit Musik im Hintergrund und der Gewissheit, ein unvergessliches Kapitel zu erleben. Und das Beeindruckendste:
All das atmet am Ufer eines der rätselhaftesten Meere der Erde. Ein Meer, das nicht nur Meeresleben beherbergt, sondern eines der tiefgreifendsten Ereignisse der biblischen Geschichte. Wir stehen vor demselben Roten Meer, an dem sich laut Bibel die Wasser teilten, wo Mose ein ganzes Volk zur Freiheit führte, wo das Wunder die Logik überwand und der Glaube das Unmögliche herausforderte. Hast du je darüber nachgedacht, welche Energie noch in diesen Wassern pulsiert, welche unsichtbare Kraft Gezeiten und Seelen bewegt? Vielleicht ist es nicht nur das Salz, das auf der Haut brennt, sondern die Erinnerung an das Heilige, das in diesem Meer wohnt. Jetzt ist es Zeit, tiefer zu gehen, viel tiefer. Denn wir werden nicht nur in den Ozean eintauchen, sondern in die Geschichte, in den Glauben, in die Wissenschaft und in die größte Durchquerung, die dieses Meer je erlebt hat. Die Tiefen des Roten Meeres, Meeresleben und der biblische Durchzug. Es gibt Meere, die sind nur Landschaft. Doch das Rote Meer geht darüber hinaus. Es ist eine Grenze zwischen Welten, zwischen dem Natürlichen und dem Heiligen, zwischen dem Sichtbaren und dem Ewigen. Unter seiner ruhigen Oberfläche verbirgt sich eines der spektakulärsten Ökosysteme des Planeten. Über 1000 Arten von Wirbellosen, 200 verschiedene Korallenarten, 30 Haiarten und ein Geheimnis, das in der Tiefe bewahrt wird. Hier zu tauchen heißt, die Erde zu verlassen. Es ist, als würde man durch lebende Gärten schweben, in denen jedes Wesen zu einer stummen Melodie tanzt. Es ist, als bezeuge man die Architektur des Lebens. Perfekt, unbegreiflich, göttlich. Der Rotfeuerfisch patrouilliert mit giftiger Eleganz. Schildkröten gleiten, als würden sie fliegen. Korallen atmen in Farben, die die Oberfläche nie gesehen hat. Mit jedem Meter erfindet sich die Natur neu und überrascht. Doch das Rote Meer ist nicht nur Biologie, es ist auch Erinnerung. Denn hier, laut biblischer Überlieferung, teilten sich die Wasser vor einem fliehenden Volk. Und Gott schrieb ein Wunder auf die Oberfläche des Unmöglichen. Stell dir die Szene vor, ein Volk in der Enge, das Heer zum Greifen nah, und dann teilt sich das Meer. Ein Weg erscheint, wo zuvor nur Abgrund war, Glaube verwandelt in Straße. Dieser Durchzug ist mehr als nur eine physische Passage. Er ist ein Symbol der Befreiung, des Mutes und des absoluten Vertrauens in das, was die Augen nicht sahen. Denn manchmal muss man gehen, ohne zu verstehen. Wissenschaftler versuchen, das Ereignis zu erklären. Geologen suchen nach Rissen, Archäologen graben nach Hoffnung. Doch es gibt Geschichten, die nicht in Formeln passen. Sie sollen die Seele erschüttern. Die Wasser, die heute Leben tragen, waren einst Bühne der Erlösung. Und wenn du über sie schwebst, kannst du nicht anders als dich zu fragen, existiert noch Glaube, der Ozeane bewegen kann? Deshalb berührt das Rote Meer so viele. Es spricht alle Sinne an. Das Auge, das gedämpfte Geräusch der Tiefe
Und das unerklärliche Gefühl, das die Wirbelsäule hinaufsteigt, wenn man betrachtet, das Geheimnis. Die Wissenschaft liefert uns Daten, der Glaube liefert uns Bedeutung. Und wer diese Wasser betritt, nimmt mehr mit als nur Bilder. Er nimmt Fragen mit und Echos. Denn manchmal, sagt die Stille des Meeresgrunds, mehr als jede Schrift. Es ist, als würde der Schöpfer selbst noch hier flüstern. In jeder Blase, in jeder Welle, in jeder Abwesenheit von Klang. Und wenn das Sonnenlicht durchs Wasser fällt, berührt ein goldener Strahl den sandigen Boden wie ein Segen. Eine Erinnerung daran, dass es Licht gibt. Selbst dort, wo das Auge nicht reicht. Selbst dort, wo kein fester Boden mehr scheint. Das Rote Meer ist zugleich Abgrund und Zuflucht, Zeuge einer physischen, aber auch symbolischen Reise. Ein Ruf, die Sklaverei des Zweifels zu verlassen und dem Unsichtbaren zu vertrauen. Doch unsere Reise endet hier nicht. Denn es gibt einen Ort, wo das Meer der Wüste weicht, wo das Wasser endet und die Stille herrscht. Und selbst ohne sichtbares Leben gibt es rohe Schönheit. Jetzt gehen wir weiter zu einem Ort ohne Tiefe, aber mit Höhe, ohne Bewegung, aber mit Form. Ein Ort, an dem Steine den Wind einzufrieren scheinen und mit ihrer eigenen Anatomie Geschichten erzählen. Lass das Blau zurück, atme tief ein. Die nächste Landschaft ist nicht flüssig, sie ist fest, weiß, surreal. Und sie wurde vom Lauf der Zeit geformt und von der unsichtbaren Hand der Schöpfung. Wir stehen kurz davor, durch natürliche Skulpturen zu wandern, die nicht von Künstlern erschaffen wurden. Sie wurden vom Wind, vom Sand und von geologischer Geduld gemeißelt. Es ist das stillste und zugleich eindrucksvollste Gesicht Ägyptens. Im nächsten Kapitel lernst du die Weiße Wüste kennen. Einen Ort so unwirtlich, so surreal, dass er nicht zu dieser Welt zu gehören scheint. Doch er offenbart, dass selbst in der Leere Zweck liegt. Weiße Wüste, Skulpturen der Natur. Stille. Nicht die gewöhnliche Stille, sondern jene, die in der Luft liegt, die die Ohren durchdringt und die Gedanken beruhigt. So werden wir in der weißen Wüste empfangen. Ein Ort, an dem die Landschaft nicht flüstert. Sie verfolgt. Der Boden, ganz in Weiß, wirkt wie mit einem Mantel aus festem Schnee bedeckt. Doch hier gibt es keine Kälte. Nur sengende Hitze, trockenen Wind und die Zeit, die stehen geblieben oder vergessen scheint. Die Felsformationen ähneln nichts, was du je gesehen hast. Steinerne Pilze, erodierte Türme, Figuren, die an Tiere erinnern, an Wächter oder an Denkmäler eines Volkes, das nie existierte, aber vielleicht eine Botschaft hinterlassen hat.
Diese Skulpturen wurden nicht von Menschenhand geformt. Sie wurden von Jahrtausenden aus Wind und Sand gemeißelt. Jede Kurve, jeder Riss ist die Signatur des Schöpfers in einem Gemälde, das niemand sonst hätte malen können. Geologisch besteht die Weiße Wüste aus Kreide und Kalkstein. Gestein, das der Erosion unterliegt, aber stark genug ist, um der Zeit zu trotzen. Eine Galerie unter freiem Himmel mit Werken, die mit der Sonne ihre Farbe ändern und mit dem Wind ihre Form. Es ist, als würde man über einen unbekannten Planeten wandern. Mit jedem Schritt eine Skulptur, hinter jeder Düne eine Überraschung. Das Licht des Abends verwandelt das Weiß in Gold und dann in ein eisiges Blau, das alles wie ein Schleier überzieht. Nur wenige Orte auf der Welt vermitteln so viel Frieden und Fremdheit zugleich. Man fühlt sich klein und doch gleichzeitig als Teil von etwas viel Größerem, als wäre man im Geist Gottes oder am Rand der Schöpfung. Wer sich hierher wagt, schlägt oft sein Lager unter den Sternen auf. Und der Himmel über der weißen Wüste enttäuscht nicht. Er ist ein schwarzer Schleier, übersät mit stillen Diamanten. Die Milchstraße durchzieht den Horizont wie eine leuchtende Narbe. Rund ums Lagerfeuer wird die Stille zum Gebet. Die Flammen tanzen, die Blicke verlieren sich und die Zeit verschwindet einfach. Es ist, als fände die Seele den perfekten Ort zur Ruhe. Hier gibt es kein Internet, kein Signal, keine Eile, nur den Wind, die Sterne und den Sand, der singt, wenn die Welt schläft. Eine Rückkehr zum Wesentlichen, eine Umarmung des Nichts, die alles erfüllt. Und selbst in der Weite überlebt das Leben. Wüstengazellen, Füchse und kleine Nagetiere, die sich dem Unwirtlichen angepasst haben. Jedes ein wandelndes Wunder, ein Beweis dafür, dass im Schweigen das Überleben lebt. Für die Beduinen, die diese Region bewohnen, ist dies keine Wüste. Es ist Heimat, es ist Erbe. Es ist heiliges Land, beschützt von Legenden und geehrt über Generationen hinweg. Und wer zu hören wagt, hört Geschichten, die der Sand erzählt. Manche sagen, die weiße Wüste heilt, nicht mit Medikamenten, sondern mit Zeit, mit Raum, mit Stille. Denn hier hat sogar die Leere einen Sinn und das Unsichtbare Gestalt. Es ist kein Ort für jeden. Es ist ein Ziel für jene, die hören wollen, was die Eile nicht erlaubt, für jene, die nicht nach Antworten suchen, sondern nach Präsenz. Ein Ort, an dem selbst der Zweifel zur Ruhe kommt und die Seele beobachtet. Und genau deshalb verlassen wir nun die Wüste und begeben uns an einen Ort, wo der Sand auf das Wasser trifft, wo Traditionen mit Farben tanzen und die Ufer eines Flusses uralte Geheimnisse bergen. Unser nächster Halt ist ein Juwel des Südens, ein Stück Ägypten, wo die Zeit langsamer fließt, die Boote lautlos gleiten und die Inseln wie Erinnerungen treiben. Es ist Zeit, aufzubrechen nach Assuan, das Juwel des Südens. Im Süden Ägyptens, wo die Zeit langsam vergeht und der Nil seine Farbe mit der Sonne wechselt, liegt eine Stadt,
die von der Ruhe selbst geformt zu sein scheint. Assuan, ein Zufluchtsort, wo die Seele atmet und die Stille klingt wie ein Fluss. Hier gibt es keine Eile, nur Segel, die lautlos über das Wasser gleiten, Inseln, die friedlich treiben und Kinder, die zwischen Palmen rennen mit Augen voller Neugier und Haut vom Wüstenwind vergoldet. Das Licht in Assuan ist anders, sanfter, goldener, als würde sich der Himmel selbst neigen, um den Fluss zu berühren. Und der Nil als Antwort streichelt das Ufer mit jahrtausendealter Zärtlichkeit. Auf seinen Wassern segeln die traditionellen Feluken, Boote, die wie auf einem flüssigen Spiegel gleiten. In der Ferne hört man Gesänge. In der Nähe Lächeln. Es ist ein Ägypten, das sich nicht zeigt. Es offenbart sich. Elefantine Insel ruht wie ein Gedicht mitten im Fluss. Dort empfangen nubische Dörfer in Blau und Rosa ihre Gäste mit Hibiskustee, Geschichten, erzählt mit leuchtenden Augen und einer Gastfreundschaft, wie sie nur Ägypten kennt. Ganz in der Nähe, der botanische Garten von Assuan. Ein grünes Paradies im Kontrast zum Gold des Wüstenstaubs. Hoch aufragende Palmen, schattige Pfade, Vögel, die singen, als erzählten sie die Geschichte der Pflanzenwelt. Ein frischer Atemzug inmitten der Hitze. Und im Herzen dieser heiligen Region erhebt sich einer der eindrucksvollsten Tempel Ägyptens, der Tempel von Philae. Der Göttin Isis geweiht, trägt dieser Ort mehr als Säulen und Hieroglyphen. Er trägt Andacht. Erbaut auf einer Insel, scheint der Tempel auf dem Wasser zu schweben, umsponnen von Legenden, getragen vom Glauben und über Jahrtausende mit Respekt bewahrt. Ein Heiligtum, in dem die Zeit niederkniet. Seine Gänge zu durchqueren, ist wie zwischen zwei Welten zu wandeln. Einer, in dem das Göttliche in den Steinen wohnt, und einer, in dem der Blick des Besuchers findet, keine Antworten, sondern Ehrfurcht. Assuan braucht keine monumentalen Bauwerke, um zu beeindrucken. Sein größtes Monument ist die Gelassenheit, der Rhythmus einer Stadt, die im Stillen zu beten scheint, während sie den Fremden sanft empfängt und lehrt, dass das Wesentliche nicht laut ist. Am Abend ändern sich die Farben. Gold wird zu Kupfer, der Himmel wird zur Leinwand und der Fluss wird zum Spiegel der Ewigkeit. Ein tägliches Schauspiel, das niemand je vergisst. Und wenn die Nacht hereinbricht, versteht man: Assuan ist nicht nur eine Stadt, es ist ein Geisteszustand, ein Rückzugsort, wo die Zeit langsamer wird und die Seele endlich tief durchatmet. Deshalb, wenn du weiterziehst, wundere dich nicht, wenn du Sehnsucht spürst nach dem, was du noch erlebst. Denn Assuan besitzt diese Kraft, sanft zu berühren und für immer zu bleiben. Und wenn wir bisher in stillen Wassern reisten, mach dich bereit. Denn jetzt folgen wir dem Strom des größten Flusses Afrikas. Ein Fluss, der nicht nur die Wüste durchschneidet,
sondern Zivilisationen geformt hat, der nährt, verbindet und noch immer pulsiert. Wir werden seinem Verlauf folgen, seine Kraft spüren und entdecken, warum der Nil nicht einfach nur ein Fluss ist, sondern das unsichtbare Band, das die Geschichte Ägyptens zusammenhält. Im nächsten Kapitel: Mach dich bereit, mit uralten Bootsmännern zu segeln, grüne Felder mitten in der Wüste zu bestaunen und zu verstehen, warum seit den frühesten Zeiten der Nil immer war Leben. Der Nil, die pulsierende Ader Ägyptens. Es gibt Flüsse, die Kontinente durchqueren. Doch der Nil verbindet Zivilisationen. Mit über 6000 Kilometern Länge entspringt er in Zentralafrika, durchquert Wüsten, Oasen und Städte, bis er in Weisheit mündet. Hier in Ägypten ist der Nil nicht nur ein Fluss. Er ist Nahrung, er ist Glaube, er ist Zuflucht. Er ist die Ader, durch die die Seele des Landes fließt. Seit den Tagen der Pharaonen nährt er alles um sich herum. An seinen Ufern sprießen Felder, Palmen, bunte Dörfer und das Lachen barfüßiger Kinder. Frauen waschen Kleidung, Männer fischen mit uralten Netzen und das Leben folgt einem Rhythmus, den nur der Fluss versteht. Auf dem Nil zu fahren ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Die Feluken mit ihren weißen Segeln schneiden das stille Wasser wie lautlose Geister. Jede Flussbiegung offenbart eine neue Szene, eine neue Geschichte, eine neue Erinnerung. Selbst an den heißesten Tagen weht der Wind des Nils mit Barmherzigkeit, als wüsste er, was er trägt. Als verstünde er seine Aufgabe, das Leben zu erhalten und die Träume zu bewahren. An seinen Ufern wurden Tempel geboren, Reiche errichtet und Revolutionen entfacht. Der Nil sah Ruhm und Fall, sah Götter gemeißelt und Könige gekrönt, und noch heute fließt er weiter, mit Würde. Bei Sonnenuntergang wird der Fluss zum Spiegel. Die Wolken legen sich auf sein Wasser und der Himmel scheint die Erde zu berühren. In diesem Moment schweigt alles und die Welt atmet mit ihm. Wer den Nil lange genug betrachtet, beginnt Geheimnisse zu verstehen, die nicht gesprochen werden. Sie werden gefühlt, in den Spiegelungen, im Rhythmus, in der Stille, die mehr sagt als Worte. An seinen Ufern sehen wir ein Ägypten, das in keinem Reiseführer steht. Ein Ägypten, das sät, erntet, singt und glaubt. Das nicht aus Eile lebt, sondern aus Sinn, wo jede Geste Gewicht hat und jeder Blick Erinnerung ist. Die Dörfer entlang des Ufers bestehen aus Lehm, Farbe und Glauben. Die Fenster haben Vorhänge, die mit dem Wind tanzen, und die Alten mit weisen Augen erzählen Geschichten, die parallel zum Fluss verlaufen. Manchmal sieht man ein Kind allein am Wasser. Es spielt nicht, es betrachtet, als wüsste es intuitiv,
dass dort mehr fließt als Wasser. Dort fließt die Essenz seines Volkes. Und dann, in der Ferne tauchen Säulen auf. Steinerne Kolosse erheben sich wie Wächter. Und wir verstehen, dass der Fluss uns führt zu einem Ort, wo Geschichte nicht geschrieben steht, sondern in die Erde gemeißelt wurde. Wir nähern uns Luxor, der Wiege einer Zivilisation, die mit Göttern sprach, die Tempel im Einklang mit den Sternen errichtete und die uns, selbst nach Jahrtausenden, noch immer beobachtet, durch die Augen der Sphinxe. Doch bevor du diese heiligen Ruinen betrittst, blicke zurück, sieh den Fluss. Er hat dich bis hierher gebracht und alles, was dir gleich offenbart wird, ist nur möglich, weil es ihn gibt. Im nächsten Kapitel schreite durch Alleen, bewacht von Sphinxe. Erkunde Tempel, in denen die Götter noch widerhallen. Und entdecke, warum Luxor nicht nur ein Reiseziel ist, sondern ein steinernes Heiligtum, errichtet für die Ewigkeit. Luxor, das Freilichtmuseum Ägyptens. Wenige Städte auf der Welt tragen so viel Vergangenheit und doch so lebendig. Luxor ist nicht nur ein Punkt auf der Karte. Es ist eine Zeitkapsel, ein offener Altar, in dem die Geschichte zwischen Steinen und Kolossen flüstert. Hier sind die Tempel keine Ruinen, sie sind Zeugen. Zeugen eines Volkes, das sich als Erweiterung der Götter sah, das die Ewigkeit in jede Säule meißelte, in jedes Hieroglyphenzeichen, in jeden Schatten. Der Tempel von Luxor erhebt sich wie ein in Stein gemeißeltes Gedicht. Säulen, die den Himmel berühren, Statuen, die zu beobachten scheinen. Alles mit einer Symmetrie, die an das Heilige grenzt. Alles zu Ehren des Unsichtbaren. Der Sonnenuntergang in Luxor ist eine spirituelle Erfahrung. Das Licht überflutet die jahrtausendealten Blöcke und verwandelt die Wände in pures Gold. Es ist, als würden die Götter selbst für einige Minuten in ihre Wohnstätten zurückkehren. Doch was Luxor wirklich mit dem Göttlichen verbindet, ist die Sphingenallee. Ein heiliger Weg von fast 3 Kilometern, bewacht von hunderten Statuen, die die Zeit zu bewachen scheinen. Wer dort entlang geht, durchquert Dimensionen. Am Ende dieser Allee liegt der Tempel von Karnak, das größte religiöse Bauwerk der Antike. Ein Wald aus gigantischen Säulen mit Inschriften, die Jahrtausende überdauert haben, unversehrt. Dort erzählt jeder Raum eine Geschichte. Jeder Obelisk zeigt in den Himmel, als wollte er den Menschen erinnern, woher sie kamen und wohin sie gehen. Karnak wurde nicht gebaut, es wurde offenbart. Luxor ist eine Brücke zwischen dem Physischen und dem Spirituellen, zwischen Staub und Heiligkeit. Es ist unmöglich, auf seinen Pfaden zu gehen, ohne zu spüren, dass es etwas gibt, das den Blick übersteigt.
Archäologen graben in der Vergangenheit, Touristen fotografieren, aber nur wer schweigend geht, versteht. Luxor wird nicht nur gesehen, es wird gefühlt. Und vielleicht ist es genau das, was es so besonders macht. Es bittet nicht um Bewunderung, es verlangt Respekt. Denn hier hat jedes Sandkorn eine Geschichte, jeder Schatten eine Spur von Ewigkeit. Bei Vollmondnächten scheint der Tempel zu atmen. Die Säulen werfen lange Silhouetten und die Stille wird so tief, dass sie alte Gebete zu tragen scheint, die noch durch die Luft hallen. Doch Luxor lebt auch. Außerhalb der Tempel pulsiert die Stadt. Märkte, Farben, Gewürze, Boote auf dem Nil und Lächeln mit Duft von Jasmin. Ein Ägypten, das das Ewige mit dem Jetzt verbindet. Und beim Schlendern durch seine Gassen versteht man, dass diese Stadt nicht nur aus Stein besteht. Sie besteht aus Glauben, aus Erinnerung, aus Widerstandskraft. Aus all dem, was die Zeit nicht auslöschen kann. Wenn die Pyramiden Macht symbolisieren, dann symbolisiert Luxor Gegenwart. Die Gegenwart derer, die zuvor kamen, derer, die heute leben. Und vielleicht von etwas Größerem. Unsichtbar, aber ewig. Und jetzt verlassen wir das in Stein gemeißelte Heilige, um das Alte im Jetzt zu finden. Wir begeben uns zu einer vibrierenden Stadt, wo Traditionen mit dem Chaos tanzen und die Vergangenheit über die Gehwege spaziert. Unser nächster Halt ist das urbane Herz Ägyptens. Ein Ort, wo Minarette den Himmel berühren und Bazare Geschichten mit Gewürzen, Stoffen und Stimmen weben. Mach dich bereit, um das moderne Ägypten zu entdecken. Mach dich bereit für Kairo. Kairo, die Begegnung von Altem und Modernem. Kairo, das faszinierendste Chaos des Nahen Ostens, eine Stadt, die Millionen Stimmen atmet. Hupen, Gebete und verschlungene Geschichten. Eine Metropole, in der die Vergangenheit nicht vergangen ist. Sie lebt zwischen den Gassen und am Himmel. Mit über 20 Millionen Einwohnern pulsiert Kairo wie ein Herz, das niemals schläft. Aber täusch dich nicht. Hinter Verkehr und Lärm verbirgt sich eine uralte Sinfonie. Ein Tanz zwischen dem Ewigen und dem Jetzt. Die Moscheen erheben sich wie Wächter des Glaubens. Die Minarette zeigen gen Himmel wie betende Finger. Die Muhammad-Ali-Moschee dominiert die Silhouette der Stadt mit silbernen Kuppeln und majestätischer Präsenz. Doch Kairo spricht auch mit der modernen Welt. Glasfassaden, breite Alleen, internationale Cafés und LED-Bildschirme. Und dennoch wohnt die Seele der Stadt in den Märkten, in den Gassen, in den Details. Im Herzen Kairos steht das Ägyptische Museum.
ein jahrhundertealter Tempel des Wissens, mit über 120.000 Exponaten bewahrtes Mumien, Schmuck, Statuen und den legendären Schatz des Tutanchamun. Es ist, als würde man durch Kapitel der Menschheit schreiten. Zwischen stillen Korridoren sieht man Gesichter in Stein gehauen, die Jahrtausende überdauert haben. Augen, die uns noch heute ansehen, voller Geheimnis, voller Macht und mit etwas, das sich jeder Erklärung entzieht. Doch um das wahre Kairo zu spüren, muss man sich verlieren. Und der beste Ort dafür ist der Bazar Khan el-Khalili. Ein Labyrinth aus Farben, Stimmen, Weihrauch, Stoffen und Zauber. Dort fließt die Zeit langsam. Hände vorm Kupferwaren, Silber glänzt unter hängenden Lampen. Händler rufen freundlich, bieten Tee an, feilschen und schenken ein Lächeln, das wertvoller ist als jedes Souvenir. In jeder Gasse steckt eine Geschichte, an jeder Ecke ein Echo der alten islamischen Stadt. Kairo besteht nicht aus Alleen, es besteht aus Begegnungen, aus Sinnen, aus Kontrasten, die in Harmonie leben. Über der Altstadt thront die Zitadelle von Saladin, eine mittelalterliche Festung mit einem Panorama, das die ganze Stadt umarmt. Dort scheint die Zeit stillzustehen, nur damit du schauen kannst. Kairo ist Klang, ist Staub, ist Gold. Es ist Mittagsstille in der Moschee und Musik auf der Straße am Abend. Es ist ein dampfender Tee inmitten einer Welt in Bewegung. Eine Einladung, sich zu verlieren, um sich selbst zu finden. Es ist unmöglich, sich nicht zu berühren, wenn man erkennt, dass Kairo trotz aller Modernität den Geist seiner Vorfahren bewahrt. Die Augen, die heute sehen, reflektieren noch immer das Licht der Fackeln, die einst Tempel erleuchteten. Und wenn du denkst, du hättest schon alles gesehen, bewahrt Kairo sein größtes Geheimnis bis zum Schluss. Etwas, das nicht versteckt ist. Es liegt vor aller Augen, aber so kolossal, dass es unwirklich scheint. Mach dich bereit, die pulsierenden Straßen der Stadt hinter dir zu lassen und zu gehen bis zum Rand zwischen Beton und Ewigkeit. Denn das nächste Kapitel führt uns auf die Hochebene von Gizeh, dort, wo das Unmögliche in Stein gemeißelt wurde. Die Pyramiden von Gizeh, ewige Monumente. Sie erscheinen am Horizont, als wären sie Teil des Himmels. 3 Steinriesen, so fest wie Berge und so rätselhaft wie die Zeit, die Pyramiden von Gizeh. Monumente, die die Logik herausfordern und die Vernunft in die Knie zwingen. Die von Cheops, die größte von ihnen, ragt über 140 Meter hoch. Über 2.300.000 Steine wurden benötigt. Und bis heute weiß niemand genau wie sie bewegt wurden, wie sie passten, wie das Unmögliche erreicht wurde.
Daneben vervollständigen Chephren und Mykerinos das heilige Trio. Jede mit ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrer Energie, ihrer unbekannten Funktion. Sind es Gräber, Sternwarten, Portale? Vor über 4500 Jahren erbaut, widerstanden die Pyramiden Kriegen, Stürmen und der Zeit selbst. Und sie stehen noch immer dort, als würden sie auf etwas warten oder auf jemanden. Um sie zu gehen, ist mehr als Tourismus. Es ist Meditation. Es ist die Frage nach dem, was die Augen nicht sehen. Es ist der Versuch, die Sprache der Steine zu verstehen, das Schweigen der Jahrhunderte und das Gewicht der Ewigkeit. Keine anderen Bauwerke auf dem Planeten hinterlassen denselben Eindruck. Nicht wegen ihrer Größe, sondern wegen ihrer Seele. Denn die Pyramiden wurden nicht nur mit Kraft erbaut. Sie wurden mit Glauben errichtet. Mit etwas, das vielleicht die Menschheit vergessen hat. Die mathematische Präzision ihrer Ausrichtung, die millimetergenaue Passform der Steine und die perfekte astronomische Ausrichtung bringen Wissenschaftler zum Grübeln und Dichter zum Staunen. Vielleicht werden wir nie alles wissen. Vielleicht ist das der Sinn, dass sie als Erinnerung bestehen bleiben. Dass es Kräfte gibt, die die Zeit nicht auslöschen kann. Dass der Mensch den Himmel berühren kann, wenn er die Hände in Ehrfurcht erhebt. Bei Sonnenuntergang verwandeln sich die Pyramiden. Ihre Schatten dehnen sich aus wie ewige Arme, die die Wüste umarmen. Es ist unmöglich, sich nicht zu rühren. Es ist unmöglich, nicht dankbar zu sein. Viele haben versucht, sie zu erklären. Andere ziehen es vor, nur zu staunen. Was zählt ist, dass sie da sind. Fest, still, unerschütterlich, wie ein Pakt zwischen der Erde und dem Himmel. Und wenn man denkt, man habe schon alles gesehen, erkennt man, dass neben ihnen etwas noch Rätselhafteres liegt. Ein steinerner Wächter, ein ruhiges Gesicht auf einem Körper wie ein Tier. Derjenige, der die Zeit bewacht, ohne ein Wort zu sagen. Im nächsten Kapitel werden wir vor der ältesten und geheimnisvollsten, monumentalen Statue der Welt stehen, die große Sphinx. Ein in Stein gemeißeltes Rätsel, eine stille Präsenz, die bis heute die Welt herausfordert. Die Sphinx, stille Wächterin der Zeit. Sie spricht nicht, hat niemals gesprochen, doch ihre Präsenz hallt seit Jahrtausenden wieder im Schweigen. Die Sphinx von Gizeh, das älteste in Stein gemeißelte Rätsel, bis heute ohne Antwort. Mit Löwenkörper und menschlichem Gesicht ruht sie vor den Pyramiden wie eine ewige Wächterin. Mit Augen, die beobachten, aber nicht urteilen. Mit verschlossenen Lippen, als würde sie ein Geheimnis hüten, das die Zeit nicht preisgibt.
Direkt aus dem Felsbett des Gizeh-Plateaus gemeißelt, ist die Sphinx etwa 20 Meter hoch und über 70 Meter lang. Sie ist so gewaltig, dass sie aus der Nähe fast lebendig wirkt. Doch wer hat sie erschaffen? Warum? Und was stellt sie dar? Fragen, die bis heute unbeantwortet bleiben. Einige sagen, sie bewache das Tor zu heiligen Reichen. Andere glauben, sie beobachte die Ewigkeit. Manche glauben, ihre Entstehung gehe den Pyramiden voraus. Dass sie von einer früheren Zivilisation geschaffen wurde, verschüttet im Sand der Geschichte. Eine Botschaft derer, die wussten, dass wir eines Tages vergessen würden. Was auch immer die Wahrheit ist, die Sphinx bleibt, unberührt, majestätisch und würdevoll, als wäre jedes Sandkorn um sie herum Teil einer Erinnerung, die nicht vergehen will. Bei Sonnenaufgang berührt das Licht ihr Gesicht mit Ehrfurcht. Und in diesem kurzen Moment ist es, als würde sie erwachen, als öffne sie für einen Augenblick die Augen und schlafe wieder ein. Die alten Ägypter nannten sie Hor-em-Akhet, Horus am Horizont. Ein Symbol für Wiedergeburt, für Übergang, für heilige Wachsamkeit. Eine Erinnerung daran, dass das Göttliche stets beobachtet. Und vielleicht ist es genau das, was am meisten beeindruckt. Die Sphinx zwingt sich nicht auf, sie fordert nichts. Sie existiert einfach, gegenwärtig, schweigend, unerschütterlich. Tausende gehen jedes Jahr an ihr vorbei. Doch nur wenige sehen sie wirklich, denn sie besteht nicht nur aus Stein, sie besteht aus Zeit, aus Geheimnis und aus einem Schweigen, das lauter spricht als jeder Klang. Vielleicht tief in ihrem Inneren wartet sie, wartet darauf, dass jemand versteht, dass jemand zuhört, mit dem Herzen. Denn manche Geheimnisse offenbaren sich nicht den Augen, sondern werden der Seele zugeflüstert. Und während sie wacht, bewegt sich die Wüste langsam. Die Zeit vergeht, Zivilisationen verändern sich, doch die Sphinx bleibt. Sie bewacht nicht Ägypten, sondern das Wesen der Ewigkeit selbst. Am Ende dieser Reise durch ein verborgenes Ägypten nimmst du keine Antworten mit. Du nimmst neue Augen mit und vielleicht ist das die größte Belohnung. Doch bevor du gehst, hast du schon überprüft, ob du unseren Kanal, unser Planet, abonniert hast. Begleite uns auf weiteren Reisen wie dieser, auf neuen Entdeckungen, auf neuen enthüllten Geheimnissen, an Orte, die verändern. Und wenn wir über Veränderung sprechen, was du als nächstes sehen wirst, ist ein Land, wo der Himmel die Erde berührt hat. Wunder, Begegnungen und ewige Geschichten. Du hast das Ägypten der verborgenen Wunder gesehen. Aber jetzt, stell dir vor, du gehst an Orten, wo Wunder geschahen, wo die Zeit stillstand und das Ewige gegenwärtig wurde. Was jetzt kommt, ist keine gewöhnliche Reise. Es ist eine Erfahrung, die deine Sicht auf die Welt verändern kann. Die Dokumentation über das Heilige Land wartet bereits auf dich. Klicke jetzt auf deinen Bildschirm und sieh selbst, wo alles geschah.
Bleib bei uns und entdecke das Außergewöhnliche rund um die Welt. Eine herzliche Umarmung und bis zur nächsten Reise.